Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich bin heute mit einem etwas größeren Rucksack hier unterwegs. Hat einfach den Grund, da ich zwei lange Brennweiten und noch ein bisschen Equipment dabei habe. Heute geht es hier um das OM System 100 bis 400, 5,0 bis 6,3 IS2. Ich möchte das Objektiv heute hier ganz gerne mal vergleichen mit meinem 300 f4. Einfach um mal zu gucken, wie ist denn die Bildqualität dieser beiden Objektive im direkten Vergleich. Was macht der Unterschied Blende 4, Blende 6,3 aus? Und ist der Unterschied zwischen 300 mm und 400 mm tatsächlich praxisrelevant? Dann werde ich mir anschauen, wie performt denn der Autofokus. Das heißt, ich werde auf ein nahes Motiv und auf ein weit entferntes Motiv fokussieren und mir das auch im Vergleich mit dem 300er mal anschauen. Das Handling ist vergleichbar, da auch die technischen Daten dieser beiden Objektive hier vergleichbar sind. Die blende ich euch jetzt hier mal ein. Wir haben auf der linken Seite das 100 bis 400 IS2 und auf der rechten Seite das 300er im direkten Vergleich. Ich lese jetzt nur mal kurz die Specs vom 100 bis 400 vor. Die Konstruktion sind 21 Elemente in 15 Gruppen. Das Gewicht beträgt 1125 Gramm ohne Stativstelle und ohne Gegenlichtblende. Ausgefahren auf 400 mm hat es eine Länge von 27 cm. Die Naheinstellgrenze beträgt 1,30 Meter und der Sync-IS, der jetzt hier neu ist bei der Version 2, soll eine Kompensation von 7 Blendenstufen ermöglichen. Schutzklasse gibt OM System hier mit IPX1 an, im Gegensatz zu IP53 beim 300er. Ja, man sieht relativ identisch, was die reinen Specs angeht. Allerdings bei den Preisen liegt das 300er mit ca. 2600 gegenüber dem 100 bis 400 mit 1500 Euro natürlich weiter vorne. Inwieweit dieser Preisunterschied gerechtfertigt ist und ob das 100-400 hier vielleicht mein 300er ersetzen kann, das möchte ich hier in diesem Video einfach mal selber ausprobieren und euch eben daran teilhaben lassen. Viel Spaß dabei! So, wir gucken uns hier das Objektiv einmal kurz aus der Nähe an, was es hier für Schalter an der Seite gibt. Da kann ich zum einen zwischen AF und MF umschalten. Ich kann hier unten den Stabi entweder an- oder ausschalten. Und ich habe hier oben noch eine Möglichkeit, den Fokusbereich einzugrenzen. Einmal über den gesamten Bereich, sprich von 0 bis unendlich, von 1,30 Meter bis 6 Meter und eben über den gesamten Bereich. So. 1,30 Meter, habe ich eben schon gesagt, ist auch die Naheinstellgrenze. Damit ist die Vergrößerung dann bei 400 mm logischerweise ein bisschen größer als die beim 300 f4, sodass man also tatsächlich hier schon mal so Pseudomakros machen kann. Die Schalter fühlen sich gut an, ja, aber nicht ganz so griffig wie zum Beispiel beim 300 IS Pro. Aber das ist sicherlich auch irgendwo Geschmackssache. Hier unten haben wir auch, jetzt müssen wir mal scharf stellen, genau, am Stativfuß eine sehr schöne Aka-Swiss-Schelle. Das finde ich immer super, dass OM System das so beibehält. Da braucht man nicht noch einen zusätzlichen Stativfuß. Die Stativschelle hat auch noch eine Besonderheit. Die gucken wir uns jetzt hier im Detail mal an. Also die Stativschelle ist ganz nett. Ich habe sie hier schon mal abgemacht. Und ihr seht, das ganze Teil ist hier klappbar. Ja? Das heißt, ich muss nicht, wenn ich die Stativschelle mal abmachen möchte, das Objektiv und Kamera trennen, sondern kann das halt hier über diesen Klappmechanismus machen. Ist so ein Feature, was ganz nett ist. Ich habe das jetzt persönlich auch an dem 300 IS noch nie vermisst, ehrlich gesagt, weil ich die Stativschelle ohnehin meistens abhabe, da der Stabi und der IS in der Kamera eben so gut sind, dass ich da normalerweise ohne Stativ arbeite. Es sei denn, ich filme irgendetwas, ja, da kann man auch mit Stabi nicht so ruhig schwenken wie auf dem Stativ. Dann nutze ich eben auch schon mal ein Stativ, aber das weiß ich in der Regel vorher und baue das jetzt halt nicht ständig um. Aber wer das mag, ist ein ganz nettes Feature, habe ich so jetzt auch an einer anderen Kamera bisher noch nicht gesehen. Ja, nach den kurzen Specs möchte ich hier jetzt mal so ein bisschen in die Praxis gehen. Hier hinter mir im See, seht ihr vielleicht, ist einiges los in Sachen Wildgänsen. Auch der eine oder andere Silberreiher läuft da rum. Und da werde ich jetzt einfach mal subjektiv mir den ersten Eindruck davon verschaffen, was das Objektiv denn hier in Sachen Autofokus-Performance leistet. Klar,
Wildgänse im Flug ist jetzt nicht so unbedingt der Maßstab. Ne? Da müssten schon ein bisschen schnellere Vögel vielleicht her, um das System hier an den Anschlag bringen zu können. Aber ich muss einfach gucken, was mir hier heute so im Rahmen dieses Tests hier über den Weg läuft. Vielleicht noch mal ganz kurz, am Anfang habe ich es vergessen. Ich habe das Objektiv hier nicht von OM System zur Verfügung gestellt bekommen, wie es immer so schön heißt. Ich bin auch kein Markenbotschafter von OM System, sondern nur einfach überzeugter Nutzer, und es ist auch keinerlei Geld geflossen hier für dieses Video. Also ich schaue jetzt mal, was sich hier noch so ergibt, und mit den Bildern sehen wir uns dann gleich im Anschluss wieder. Ja, ich habe hier noch mal ganz kurz die Location gewechselt, beziehungsweise bin hier in diese Beobachtungshütte gegangen, um einfach hier von oben noch mal zu testen, wie denn das Feeling im Videomodus ist. Ich hatte anfangs schon mal eine ganz kurze Sequenz gemacht. Ich werde das jetzt hier noch mal ein bisschen länger machen, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sich ein 800 mm mit dem Stabi und was der Stabi überhaupt kann, in diesem Modus hier so anfühlen. Ja, ich habe das eben schon mal gemacht. Ich denke, es ist ganz gut. Das müssen wir uns nachher aber auch mal in groß auf dem Rechner ansehen. Ich werde hier noch ein paar Fotos machen. Es ist auch ein wenig Flugverkehr hier am Himmel. Zu den Einstellungen, je nachdem, was ich hier vorhabe. Ich bin 1250 Sekunde, 1600 Sekunde ungefähr unterwegs. Es ist relativ bedeckt. Dadurch, dass die Blende mit 6,3 natürlich nicht so weit aufgeht, bin ich hier auch schon mal bei ISO 3200 oder 1600, 1250, so in dem Range hier unterwegs. Ja, da hier gerade, wie es schon mal vorkommt, nicht so viel los ist am See, ich wollte ja eigentlich noch ein paar Flugfotos machen und gucken, wie sich die Kombi hier dabei schlägt, komme ich schon mal zu so einem ersten Zwischenfazit hier mit dem Objektiv. Das Handling ist, muss ich sagen, sehr, sehr gut. Vom Gewicht her bin ich das gewohnt. Ne? Es ist so ähnlich schwer wie das 300er, von daher ist das Handling vergleichbar. Der Zoomring geht auch sehr, sehr geschmeidig. Ne, Autofokus ist zwar gut, aber den Zoomring brauche ich dann schon mal öfter, wenn ich zum Beispiel durch Blätter durchfotografieren möchte, wo hinten irgendwo weit entfernt ein Vogel sitzt, wo der Autofokus eigentlich gar keine Chance hat, das Motiv richtig scharf zu stellen, sondern dann wird er immer bei den Blättern im Vordergrund landen. Deswegen nutze ich den Fokusring schon ganz gerne. Klar, diese Fokus-Klatsch, also Verschieben dieses Fokusringes, wie es bei den Pro-Objektiven der Fall ist, das gibt es hier nicht. Das heißt, ich muss hier immer an den kleinen Schalter am Objektiv schalten. Ne? Auch fehlt diese Taste, die Funktionstaste, die es bei den Pro-Objektiven gibt, wo ich mir eben noch verschiedene Funktionen hier drauflegen kann. Die gibt es halt hier auch nicht. Aber man muss eben auch immer mal den Preis im Hinterkopf behalten. Wir sind hier bei 1500 € für ein 200 bis 800 mm Objektiv, verglichen im Kleinbildsensor. Und das ist schon eine Ansage. Ich denke, da ist OM System ganz gut aufgestellt. Wir haben hier das 100 bis 400 Version 1, jetzt die Version 2. Dann gibt es die 300 mm Festbrennweite, dann gibt es noch ein 150 bis 600, wer noch mehr Reichweite braucht. Und am Ende der Leistungsskala gibt es natürlich noch das 150 bis 400, wo ich hier auch schon mal ein Review zu gemacht habe. Aber da sprechen wir dann eben auch über 7.500 €. Aber
es gibt zumindest eine Bandbreite von Objektiven, die halt für die Wildlife-Fotografie sehr, sehr gut geeignet sind. So, ich habe jetzt hier Kameraeinstellungen, relativ großes Fokusfeld, habe die Vogelerkennung an. Da hinten ist sogar ein Löffler hier auf dem See, das sehe ich ja jetzt gerade. Und dann schaue ich mal, was sich hier so für Fotos ergeben. Das heißt, ich nutze die vollen 400 mm hier jetzt auch gerade aus. Schauen wir mal, ob der Löffler läuft da hinten zwischen den Gänsen rum. Den kriege ich jetzt hier nicht separiert. Aber das ist auch ein gutes Feld hier, finde ich gerade, um einfach mal die Stabilisierung der Kamera hier im Videomodus zu testen. Und das probiere ich jetzt einfach mal aus. Wir gehen hier mal in den Videomodus und gucken mal, wie sich die Kamera bzw. der Stabi hier dann schlägt. Das Ergebnis seht ihr hier auch gleich im Anschluss. Ich kann aber schon durch den Sucher sehen, das sieht super stabilisiert aus. Das heißt, ich kann hier freihand auch mit 800 mm umgerechnet aus Vollformat eigentlich ganz ansehnliche Videos machen. Ja, neuer Tag, neue Location. So, es stehen noch ein paar Tests aus. Zum einen werde ich jetzt, da vorne ist so ein Blütenstand, der eignet sich eigentlich ganz gut für das, was ich jetzt vorhabe. Und zwar möchte ich hier gerne wissen, wie sieht denn die Zeichnung des Hintergrundes aus mit einer Blende 6,3 an dem 100 bis 400, wenn ich aus ca. 2 Metern Entfernung fotografiere und dann das Ganze aber auch nochmal mit einer Entfernung von ca. 5 bis 8 Meter, irgend sowas in der Kante, also eine etwas weitere Entfernung. Denn dann sollte sich die Zeichnung des Hintergrundes schon deutlich von der mit dem 300er F4 eben bei Offenblende 4 unterscheiden. Ich möchte das auch noch mal ganz kurz so ein bisschen mit Zahlen belegen. Hier in einem klassischen Schärfentiefe-Rechner eingegeben, komme ich bei 300 mm Brennweite, und zwar 300 mm bezogen auf das MFT-System, einer Offenblende von 6,3 und einem Fokusentfernung von 8 Meter auf eine Schärfentiefe von 13 cm. Das ist also nicht wirklich viel. Und wenn ich das Ganze jetzt mit Blende 4 mal vergleiche, dann habe ich einen Schärfebereich von 8 cm. Ja, das ist aber, betrifft wirklich nur die reine Schärfentiefe. Wie dann der Hintergrund gezeichnet wird, das hängt natürlich auch so ein bisschen vom Aufbau der Blende ab. Ja, ich blende euch jetzt hier zunächst mal auf der linken Seite das Foto mit kurzer Aufnahmedistanz vom 100 bis 400, blende 6,3 ein, und auf der rechten Seite daneben gleiches Motiv, gleicher Abstand, nur das Objektiv gewechselt. Da sehen wir das 300er F4 bei Blende 4. Ja, es ist beides sehr schön. Es ist auch so, dass jetzt nicht direkt hinter dem Motiv sehr viel zu erkennen war. Ja doch, da sind noch so ein paar Pflanzen im Abstand von circa 2 Meter. Aber ich denke, mit beiden Bouquets kann man ganz gut leben. Der Unterschied wird deutlicher, wenn ich weiter weggehe. Ja, dann macht sich eben die Blende 6,3 im Unterschied zur Blende 4 hier schon ganz gut bemerkbar. Klar könnte man an dem 100-400 ein bisschen nacharbeiten. Das habe ich jetzt aber hier eben bewusst nicht gemacht, um euch das hier einfach mal zu zeigen. Und klar, man kann natürlich mit beiden Objektiven tatsächlich auch sehr, sehr schöne Pflanzenfotos machen. Vielleicht gelingt es mir aber ja hier oder heute, das Gleiche nochmal an einem Tier, vielleicht an einem Reiher oder so zu machen, die längere Zeit eben stillstehen, damit man halt das Objektiv wechseln kann. Aber jetzt gucke ich mal, vielleicht treffe ich ja hier den Eisvogel noch an. Das wäre eigentlich auch ein super schönes Testmotiv. Mal sehen, was mich hier heute Morgen noch so alles erwartet.
So, hatte ich ja schon mal angekündigt, dass ich auch einen Test machen möchte, wie schnell denn die verschiedenen Objektive hier von der Naheinstellgrenze oder am Rande der Naheinstellgrenze, Entfernung ist jetzt hier ungefähr 2,5 Meter, bis zur unendlichen Fokussierung brauchen. Ich habe das jetzt hier mal aufgebaut mit so einem kleinen Stofftier, wo der Fokus jetzt Punkt hier vorne auf dem Auge sitzt. Ich habe einen Single-AF-Punkt genommen und fokussiere jetzt hier nochmal und gehe jetzt hier ganz nach hinten auf eine Ziegelwand. Ja, er pumpt ein bisschen, hat man gesehen. Jetzt gehe ich nochmal zurück nach vorne. Fokus ist wieder da. Einmal nochmal zurück. Und das ist ja das Wichtige. Wie schnell ist der Fokus von unendlich wieder hier vorne auf dem Motiv. Man sieht jetzt, er pumpt ein bisschen. Jetzt gehe ich noch einmal nach vorne. Mache das gleiche dann nochmal mit dem 100 bis 400. Das ist natürlich jetzt keine Messtechnik, aber vielleicht sieht man ja anhand dieses kleinen Videosequenz hier Unterschiede oder eben auch nicht. Nochmal zur Erklärung, die Objektive stehen beide bewusst im vollen Fokusbereich. Und ich filme auch den Screen hier aus dem Grunde ab, weil wenn ich hier ein HDMI-Kabel anschließe, dann führt das irgendwo immer zu Performance-Verlusten. Zum einen in der Darstellung und zum anderen aber auch in der Autofokusgeschwindigkeit. Jetzt werde ich das Objektiv kurz wechseln. Das 100 bis 400 kommt dran und dann machen wir das gleiche nochmal. So, hier gibt es jetzt nochmal das 100 bis 400. Und zwar habe ich den Fokuspunkt jetzt wieder ganz hinten. Jetzt hole ich ihn mir nach vorne. Und nochmal nach hinten. Da sieht man, er braucht ein bisschen. Jetzt ist er wirklich auf unendlich und nach vorne ist aber auch relativ schnell wieder auf dem Fokus. Hat den Fokus hier gefunden. Das hinten pumpt er ein bisschen, er weiß ja nicht ganz genau, wo ich hin fokussieren möchte. Nochmal wieder nach vorne, das ist ja so das Wichtige, von unendlich auf etwas Nahes fokussiert. Ich müsste jetzt der Fairness halt halber hinten auch ein Motiv haben, in der gleichen Höhe ungefähr, damit ich hier den Bildausschnitt nicht verschieben muss. Das habe ich aber nicht. So haben wir hier so einen Test, wie geht es denn von unendlich auf eine Entfernung von ca. 2,50 Meter und das funktioniert bei beiden relativ ähnlich. Also das wäre jetzt kein Kaufkriterium. Jetzt schauen wir uns hier nochmal den manuellen Fokus an. Ich drehe jetzt hier auch am Fokusring. Ich muss also hier deutlich im Moment mehr drehen als beim 300er, dann ist es auf einmal komplett unscharf. Das springt immer so ein bisschen, man sieht das hier, glaube ich, ganz gut. Ich drehe jetzt hier relativ viel schon. Und dann wird es ganz plötzlich auf einmal unscharf. Also das ist auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig, das war mir eben im Fotografieren schon aufgefallen. Ich kann da aber im Kameramenü auch noch Einfluss drauf nehmen. Ich habe jetzt aber hier bewusst nichts verstellt bei beiden Objektiven, um das eben einfach im Auslieferungszustand mal zu testen. Ja, wie ich ja im Video schon angekündigt habe, schauen wir uns hier die zwei Objektive im direkten Vergleich hinsichtlich Detailschärfe, Mikrokontraste, Abbildungsqualität direkt in Lightroom hier mal an. Dazu habe ich einfach hier einen Geldschein genommen und habe da mehrere Fotos von gemacht, habe mir das Beste hier rausgesucht, wobei die alle ja, vergleichbar waren. Ich habe da jetzt gar keine Unterschiede erkennen können. Geldschein deswegen, weil da halt sehr viele feine Strukturen drin sind und da kann man in der 100% Ansicht schon wirklich einiges dran beurteilen, wie gut jetzt die Abbildungsqualität des Objektivs ist und vor allen Dingen auch, wie gut diese Mikrokontraste hier vom Objektiv aufgelöst werden. Das ist natürlich jetzt kein Testchart und auch keine Laborbedingungen, sondern eben einfach ein Test, den ich hier ganz gerne mache, um eben Objektive so hinsichtlich der Schärfe, Leistung, jetzt nicht im realen Leben, sondern eben hier unter zumindest reproduzierbaren Bedingungen hier vergleichen zu können. Beides Mal sind die Objektive auf dem Stativ gewesen. Bildstabi ist natürlich aus und Fernauslöser bzw. Selbstauslöser mit 2 Sekunden habe ich hier auch benutzt. Jetzt schauen wir uns hier mal das 300er im Vergleich an mit dem 100 bis 400.
So. Er springt auch direkt in die 100% Ansicht. Wir haben jetzt auf der linken Seite das 100 bis 400 und auf der rechten Seite das 300er. Beides bewusst bei Offenblende. Ich sehe hier auf meinem Monitor einen minimalen Vorsprung für das 300er. Wahrscheinlich werdet ihr das aufgrund des YouTube-Algorithmuses hier überhaupt nicht feststellen können, aber besonders hier so in diesen Linien, wenn man hier mal ganz genau hinschaut, ich kann mir vorstellen, das kommt wirklich nicht rüber, oder hier oben, da ist es bei mir auf dem Monitor erkennbar. Das ist halt einfach nochmal ein Tacken knackiger bei dem 300 F4. Na, wenn man jetzt hier mal so in die Ecken geht, hier oben ist ja auch nochmal so eine Schrift hier unten. Dieses Copyright-Zeichen zum Beispiel, das sieht auch hier einen Hauch schärfer aus in der Ecke hier unten links als bei dem Zoom. Ja, aber wie gesagt, das sind auch hier auf dem Monitor, wäre das jetzt kein Kaufkriterium, dass ich sage, okay, das eine ist gut, das andere ist schlecht. Das ist halt beides auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Ich habe halt spaßeshalber auch einfach nochmal den Konverter dran gemacht. Das heißt, wir sind hier beim 100 bis 400 mit dem Konverter bei 420 mm. Das gleiche beim 300 F4. Links wieder das Zoom, rechts die Festbrennweite. Ich muss die Ausschnitte hier nochmal so ein bisschen angleichen wieder. Gehen wir mal hier hin, dass man das Euro noch lesen kann. So, hier wird es für mich noch ein Hauch größer, der Vorsprung, besonders hier oben in dem Bogen von diesem Kirchenfenster hier sieht man hier doch, dass es tatsächlich noch mal ein bisschen knackiger ist als ohne Konverter. Ob das im Video rüberkommt, wage ich hier auch zu bezweifeln. Das sieht für euch wahrscheinlich relativ gleich aus. Man sieht es aber vielleicht hier an diesem Schriftzug auch nochmal, hier unten in dem unteren Bereich, dass es hier beim 300er hier rechts einfach nochmal ein bisschen besser aufgelöst ist, auch an diesen Symbolen hier im Hintergrund. Die verblassen halt hier so ein bisschen und das kommt eben beim 300er einfach nochmal ein Hauch knackiger daher. Also hier unten sieht man es aber, glaube ich, an diesem rautenförmigen Gebilde hier an dem dunkelblauen in der linken unteren Ecke. Das ist halt beim 300er einfach auch knackscharf. Jetzt gucken wir hier oben nochmal in die rechte Ecke. Da haben wir nochmal so einen Schriftzug. So, gleich kommt er, genau da. Da ist es ähnlich. Ne? Da fällt auch das 300er so ein bisschen ab, oben links in der Ecke. Das sieht mir jetzt fast bei dem 100 bis 400 schon einen Tacken besser aus, aber wie gesagt, das ist wahrscheinlich für euch auf dem Video gar nicht zu erkennen. Und das ist immer so ein Zeichen dafür, dass die Abbildungsqualität so nah beieinander ist, dass ich aufgrund von solchen Tests hier jetzt nicht ein Objektiv hier bevorzugen würde. Ja, ich komme auch schon zu einem Fazit hier meines kleinen Tests mit dem 100 bis 400 IS2 von OM System. Würde ich mir das Objektiv kaufen? Im Moment nein, aber, kleines Aber hinterher, weil ich eben das 300er F4 schon besitze und ich nicht glaube, dass mich das 100 bis 400 jetzt sowohl qualitativ als auch reichweitenmäßig so weiterbringen würde. Wenn ich mich verbessern möchte, vielleicht noch einen Tacken Qualität und auch Reichweite und die Flexibilität eines Zoom-Objektivs haben möchte, bleibt für mich persönlich nur das 150 bis 400 von OM System über. Da reden wir eben aber auch preislich über eine ganz andere Liga. Wer aber jetzt noch gar kein Objektiv dieser Brennweite hier hat und in die Wildlife-Fotografie einsteigen möchte, für den ist das 100-400 IS2, denke ich, ein absolut super Objektiv. Es ist klein, es hat ein geringes Packmaß und die Abbildungsqualität stimmt und ist vielleicht minimal hinter dem 300 F4 zurück. Das sieht man aber auch wirklich nur im direkten Vergleich und wenn man sich die Bilder eben in großer Vergrößerung anguckt. Für den Preis 1.500 €, das muss man natürlich auch mal bedenken, bin ich im Kleinbildäquivalenten Bereich von 200 bis 800 mm. Und das ist halt für den Preis einfach schon eine Ansage und das Preis-Leistungs-Verhältnis ist definitiv top hier bei dem Objektiv. Kleiner Kritikpunkt für mich im Moment ist der manuelle Fokus. In der Kamera kann man da diesbezüglich auch noch einiges einstellen.
habe ich bisher aber noch nie genutzt, weil mir das so an den Objektiven, die ich bisher habe, nicht aufgefallen ist. Das heißt, man dreht manchmal minimal an dem Fokusrad und der scheint irgendwo zu springen. Ich hatte es ja auch in dem Video euch auch schon mal kurz gezeigt. Das ist irgendwie für mich sehr gewöhnungsbedürftig und ich brauche halt sehr lange, um mit dem manuellen Fokus hier arbeiten zu können. Ich mache das halt sehr gerne. Ich mache es mit dem 40 bis 150 2.8, auch mit dem 300er F4. Da habe ich diese Probleme halt noch nicht gehabt. Liegt vielleicht aber, wie gesagt, auch an der Kameraeinstellung. Aber das ist für viele ja eigentlich kein Thema. Die wollen eben den Autofokus nutzen. Vielleicht gibt es da auch geübtere Fotografen mit dem Objektiv, als ich es bin. Das mag alles sein. Aber wie gesagt, das ist mir halt hier bei diesem Test aufgefallen. Okay, dann sind wir schon am Ende dieses Videos hier. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß bei der Fotografie und es wäre super, wenn ihr ein Gefällt mir und ein Abo dalassen würdet. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Tschüss.